Huawei bringt mit dem Mate 20 Pro ein hervorragend ausgestattetes Android 9 Smartphone auf den Markt. Für fast 1000 € ist das auch nicht ganz billig. Das normale Mate 20 Modell kostet 200 € weniger. Wir hatten beide Geräte bei uns im Test. Auf den ersten Blick sieht das Mate 20 Pro mit seinem seitlich abgerundeten Display aus wie ein Samsung Galaxy S9. Dreht man das Handy aber um, wird der Unterschied schon deutlicher. Hier sitzt jetzt eine quadratisch angeordnete Triple-Kamera. Das Gehäuse besteht aus Glas, das Design sieht damit sehr schick aus und die Seiten sind schön abgerundet. Die Mate 20 Modelle kommen in insgesamt 5 Farben auf den Markt. Da sollte eigentlich für jeden was dabei sein, vom schlichten Schwarz über Emerald Green, Midnight Blue, Twilight bis hin zu Pink Gold. Das Display des Mate 20 Pro misst 6,4 Zoll, das Display des Mate 20 sogar 6,5 Zoll. Und beide Modelle haben, wer hätte es gedacht, eine Aussparung am oberen Displayrand. Aber bei Mate 20 ist die nur so groß wie ein Wassertropfen. Dafür hat man bei Mate 20 Pro auch noch eine 3D-Gesichtserkennung dabei. Die Entsperrung bei Mate 20 funktioniert nur über den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Den gibt es übrigens beim Mate 20 Pro nicht mehr, denn Huawei hat den Sensor jetzt im Display integriert. Und der reagiert auch recht schnell, nicht super schnell, aber laut Huawei 20% schneller als beim Mate RS Porsche Design. Das OLED-Display des Mate 20 Pro hat einen enormen Farbraum und eine sehr hohe Auflösung. Die braucht man aber nicht unbedingt, wenn man das Handy nicht gerade mit einer VR-Brille benutzt. Für den Alltagsgebrauch ist die Standardeinstellung der Full HD Plus Auflösung völlig ausreichend. Das LC-Display des Mate 20 löst auch in Full HD Plus auf, ist nicht ganz so farbstark und hell wie das des Mate 20 Pro, aber meckern können wir hier auf keinen Fall. In beiden Modellen arbeitet der Kirin 980 Prozessor, der beim Mate 20 Pro von 6 und beim Mate 20 von 4 GB RAM unterstützt wird. Der Prozessor wird wie Apples A12 Bionic Prozessor im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt. Das soll die Prozessorgeschwindigkeit und die Energieeffizienz erheblich verbessern. Das System reagiert super flüssig und schnell, selbst aufwendige Anwendungen wie der Splitscreen-Modus funktioniert ruckelfrei. Doch unser Performance-Benchmark zeigt, dass es noch ein bisschen schneller geht. Ein selbst erstelltes PDF mit Straßennamen lädt das Mate 20 Pro in etwa 12 Sekunden. Das iPhone XS macht das im Vergleich in etwa 4 Sekunden. Was den Akku angeht, überholen die neuen Mate 20 Modelle die neuen iPhones. In unserem Online-Laufzeittest hält das Mate 20 Pro 10 Stunden und 42 Minuten durch. Das iPhone XS schafft gerade einmal knapp 8,5 Stunden. Das Mate 20 schafft es auf unschlagbare 16,8 Stunden, obwohl es einen kleineren Akku hat. Beeindruckend ist auch die Ladezeit. Das Mate 20 Pro ist nach 90 Minuten wieder bei 100%. Das Mate 20 braucht ungefähr 2 Stunden. Huawei liefert ein 40 Watt Netzteil mit. Und damit ist das Gerät nach 30 Minuten Ladezeit schon wieder bei 65%. Das ist wirklich sehr praktisch. Außerdem kann das Mate 20 Pro auch kabellos laden. Mit Huaweis hauseigener Qi-Ladestation mit 15 Watt lädt es mit rund 2,5 Stunden fast doppelt so schnell wie das iPhone XS. Das Mate 20 unterstützt leider kein kabelloses Laden. Das Kamerasetup auf der Rückseite der beiden Mate 20 Modelle kann sich echt sehen lassen. Hier sitzt jetzt eine 40 Megapixel Hauptlinse, eine 20 Megapixel Ultra-Weitwinkellinse und eine 8 Megapixel Telelinse. Das Mate 20 hat eine etwas abgespecktere Kombi aus 12, 16 und 8 Megapixel. Die Kamera des Mate 20 Pro hat einen 5-fachen Zoom. Das herangezoomte Foto sieht auch wirklich noch detailreich und gut aus. Das konnte aber auch schon die Kamera des P20 Pro. Bei der Fotoqualität sind uns jetzt keine merklichen Verbesserungen aufgefallen. Mit der Ultra-Weitwinkellinse bringt ihr auch weitläufige Landschaften oder Gruppen auf ein Foto und selbst Makroaufnahmen mit einem Abstand von 2,5 cm sind kein Problem. Die Fotoqualität ist insgesamt sehr gut, aber nicht spitzenmäßig, denn manchmal, wenn Schärfe auf den Aufnahmen fehlt, versucht die Cam nachzuschärfen und hebt dabei Kontraste zu sehr an, bis sie unnatürlich aussehen. Dabei meckern wir aber auf sehr hohem Niveau, denn insgesamt sind die Fotos wirklich gut. Bei den Videos hat Huawei nachgelegt. Hier schafft die AI-Cam coole Analysen, wie zum Beispiel das Feature AI Color, bei dem nur das erkannte Objekt in Farbe erscheint und der Hintergrund in Schwarz-Weiß. Und auch das Feature Background Blur funktioniert erstaunlich gut und präzise. Beide Modelle haben einen internen Speicher von 128 GB. Der lässt sich auch erweitern. Allerdings setzt Huawei hier auf seine neuen Nano Memory Cards, die, wie der Name schon sagt, im Nano-SIM-Format gebaut sind.
Die sind noch nicht Industriestandard, sind also begrenzt erhältlich und auch fast doppelt so teuer wie MicroSD-Karten. Wer keine Speichererweiterung braucht, kann Dual-SIM nutzen und das sogar in 4G. Einen klassischen Kopfhöreranschluss hat nur noch das Mate 20. Das Mate 20 Pro kommt aber mit einem Adapter. Was sagt ihr zu Huaweis neuen Mate 20 Modellen? Für welches der beiden würdet ihr euch entscheiden und findet ihr den Preis angemessen? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare, folgt unserem Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.